Hallo alle zusammen. Ich habe vor ein paar Tagen modelliert und festgestellt, dass meine ganzen Modelliertools langsam kaputt gehen. Ich habe mir, das machen ganz viele in der Branche, solche Tools hier hergestellt. Davon werde ich mir wieder ein paar machen. Und ich dachte, das ist eine gute Gelegenheit, euch zu zeigen, wie man so eine Fine-Tools selber macht. Und man muss aber dazu sagen, die Federstahl-Tools, die sind sehr robust. Aber alles, was hier mit so Gitarrensaiten zu tun hat, das bricht sehr schnell. Das ist alles nur für weiche Materialien. Also Ton funktioniert super damit. Weiche Plastiline funktioniert auch, aber auch da brechen sie relativ schnell. Da muss man sich immer drüber klar sein. Davon braucht man immer ein bisschen mehr. Was haben wir dafür? Wir haben hier verschiedene, das hier sind so Standard-Messing-Rohre, die man im Bauhaus bekommt. Die schneide ich mir gleich mit einem Rohrschneider. Die reichen dafür völlig aus. Allerdings braucht ihr es ist sinnvoll, einen Schraubstock zu haben oder eine Zange, mit der man das Rohr festhalten kann. Und dann gibt es die auch nochmal in groß. Die funktionieren auch für die Größe. Aber wenn man in kleinere Rohre geht, ich glaube, das hier sind 4 mm, ne 5 mm sind es. Dafür funktionieren die. Wenn man auf 3 runter geht, dann funktionieren nicht mehr. Hier die ganz kleinen Tools. Dafür braucht ihr dann hier so einen winzigen. Aber die Rohre habe ich auch gar nicht da. So. Und dann habe ich Gitarrensaiten. Das sind die hier. Ich habe mehr oder weniger alles, was ich hier habe, auf Amazon bestellt. Außer die Rohre und die Schrumpfschläuche, die habe ich im Bauhaus besorgt. Und dann haben wir so einen Schrumpfschlauch. Schrumpfschlauch ist eigentlich für Elektrik. Und die benutze ich, um mir den Griff ein bisschen netter zu machen. Ich mag das, wenn das schwarz ist. Finde ich irgendwie hübsch. Natürlich sehen die in Messingfarben auch gut aus. Ne? Ich werde mir jetzt alle Rohre kürzen. Das heißt, da ich gleich ein paar mehr mache, kann man sich das einfach schön markieren. Und dann nehmt ihr euch euren Rohrschneider und jetzt dreht man die Dinger einfach. Und schraubt dann immer wieder ein bisschen nach. Ich mache euch unten im Video eine Tool-Liste, die ihr braucht dafür, wo alles drin ist. So, man dreht sich das hier so lange, bis es abfällt und man sollte es nicht runterfallen lassen. Und dann hat man hier so ein wirklich schön abgeschnittenes Rohr ohne harte Kanten. Genau, ich schneide jetzt mal die nächsten Rohre durch und dann sehen wir uns gleich wieder. Okay, das haben wir jetzt erstmal vorbereitet. Haben hier verschiedene Größen an Röhrchen vorbereitet mit den passenden Schrumpfschläuchen dazu. Und hier haben wir verschiedene Längen von Federstahl und von Gitarrensaiten. Die Gitarrensaiten sind 4 verschiedene Stärken. Hier habe ich schon mal ein bisschen was ausprobiert für die Formen. Und jetzt zeige ich euch, wie ich daraus Modellwerkzeuge herstelle. Wir fangen mit den kleinen Tools an, die in die kleinen Röhrchen reinkommen. Ich mache mir erstmal ein paar Schlaufen fertig und danach, also ich mache 2 Größen an Schlaufen fertig, eine große, eine kleine, dass wir an jedem Tool wie hier 2 Schlaufen haben. So, wir nehmen uns hier einfach nur das kleinste Röhrchen und biegen es einmal rum. Fertig. Mehr machen wir nicht. Dann hat man das so. Jetzt ist es aber, wenn ich das hier reinmachen würde, immer noch schön. Ich möchte es aber anders haben und dafür nehmen wir die Biegezange. Das hier ist eine Biegezange, hatte ich früher auch noch nicht. Ihr seht, die hat hier so eine Rundung drin und eine Spitze, die da reingeht. Und mit der können wir jetzt uns den Federstahl und auch alle anderen Sachen biegen. Wir gehen da rein und es gibt diesen Knick. Könnt ihr natürlich mit normalen Zangen machen, aber die hier hat den Vorteil, dass es relativ einfach geht und relativ gleichmäßig ist. Und jetzt, wenn wir es zusammen machen, seht ihr, überkreuzen sie sich nicht mehr. Das ist gerade, das hat nicht mehr so viel Spannung. So, und davon mache ich mir jetzt 5, 6 Stück. Habt ihr jetzt nicht abgezählt, muss man mal gucken. Und jetzt nehmen wir uns, damit es auch wirklich einen Unterschied gibt, das größere Röhrchen hier. Wir können gleich mal testen, ob das mittlere Röhrchen besser dafür ist oder ob es zu groß ist. So. Das sind jetzt die unterschiedlichen Schlaufen. Machen das hier in so ein kleines Rohr rein und dann können wir uns das mal angucken. Ich mag es von der Größe her. Man kann natürlich noch viel, viel kleiner werden, aber die Frage ist, lohnt es sich dann oder nimmt man dann nicht eher ein anderes Tool? So, soll natürlich gerade sein. Das hier wäre jetzt unser, sieht man das? Sieht man das besser, ne? Das hier wäre jetzt praktisch unser Tool. Das wird hier verklebt, dann wird es verpresst, dann kommt es in den Schrumpfschlauch und dann ist es fertig. Das ist der Weg. Ich mache kurz die anderen fertig und dann zeige ich euch die eckige Variante. So, das hier ist jetzt der Vergleich, der direkte, zwischen den
größeren Schlaufen ist so dahingestellt. Ich bin mir unsicher. Das hier ist die kleine und die nächstgrößere. Ich glaube, ich mag es dann mehr, dass man die hier hat. Eine Nummer größer, dass man auch wirklich einen Unterschied hat. Weil da finde ich den Unterschied zu marginal. So, und der Vollständigkeit halber, hier sind die Gitarrenseiten. Die haben auch einen Federstahl innen drin. Sieht man das? Sieht man nicht, nein. Und haben dann hier so eine geriffelte Oberfläche, das ist umwickelt alles. Da machen wir exakt das Gleiche. Da mache ich mir ein paar von, die brechen extrem schnell, gerade die kleinen. Die sind wirklich nur für wirklich weiche Materialien. Ich halte mich natürlich leider nie dran, deswegen gehen mir die regelmäßig kaputt. Ist es mir dann aber auch wert und deswegen mache ich mir dann immer gleich einen ganzen Haufen davon, von 20 Stück. Bleiben dann vielleicht 5 länger und dann, ich weiß nicht, ich habe mir die letzten Tools vor 3 Jahren gemacht oder 2 Jahren, habe ich bestimmt 30 gemacht und jetzt sind die mittlerweile alle durch. Das sind die Sachen, die ich euch von den runden Toolköpfen zeigen wollte. Ich zeige euch gleich nochmal die eckigen. Das kommt jetzt hier rein. Das ist schön gerade ist. Da sind auch diese Riffel drin, deswegen es biegt sich da rein. Und jetzt drückt ihr einfach den nach unten und den anderen auch nach unten. Ihr könnt auch, deswegen ist diese Biegezange ganz cool, allerdings ist das dann so ein bisschen Freestyle. Ihr könnt einfach euch die nehmen. So. Biegt euch das einmal richtig rum. So. Und macht dann an der Höhe, wo ihr das gerne hättet, hier zum Beispiel, und biegt es euch dahin zurück. Und dann habt ihr auch einen ganz schönen Winkel. Ne? Und dann ist das ganz nett. Und hier machen wir genau das Gleiche. Wir gehen hier ran, biegen das. Das ist ein bisschen kurz für die Breite, da hätte ich die andere Länge nehmen müssen. Ja, vergebt mir. Und dann ist das so zusammen. Und dann habt ihr hier auch eine schöne Schlaufe. Und ich nehme die deswegen aus diesem dünnen Federstahl, das ist der 0,2 mm Federstahl, weil man einfach in Falten richtig reinkommt. Man kann Sachen ausmodellieren. Hier so eine Falten, da kann man rein und die schön ausmodellieren. Das ist halt mit den breiten Tools schwierig. Genau, ich bastel die wieder durch, zeige ich euch vielleicht diesmal im Zeitraffer, damit es nicht ganz so blöd ist. Und vielleicht schneide ich es auch komplett raus. Und dann sehen wir uns gleich wieder. Okay, jetzt kleben wir erstmal alles zusammen. Wir nehmen einen 2-Komponenten-Epoxy. Wir brauchen nicht so richtig viel davon, aber genug. Wir werden gleich ein paar kleben. Ich habe extra ein 5 Minuten aushärtendes genommen und kein 2 Minuten aushärtendes, damit wir ein bisschen was wegschaffen. Das ist nach Augenmaß 1:1. Wird dann gut vermischt. Kommt hier oben rauf. Und jetzt nehmen wir uns die ersten 10 Stück. Wir fangen mit den Runden an. Da könnt ihr jetzt machen, wie ihr wollt. Ich gehe mal ganz gerne mit denen direkt hier rein, dass man Kleber drauf hat. Wir müssen nicht triefen davon, aber es muss genug sein. Und dann kommen die hier rein. So. Werden ein bisschen ausgerichtet. Und dann machen wir gleich den nächstgrößeren. Nehmt euch ein bisschen was rauf und schiebt das hier auf den Federstahl rauf. So, und die müssen in die gleiche Richtung gucken, sonst ist das nachher blöd vom Halten. Und jetzt nehmen wir so eine Zange und drücken einmal zu. So. Jetzt ist das hier ein bisschen flacher drin. Das hat es nicht komplett verpresst, das weiß ich auch. Aber wenn man jetzt das nächste nimmt, ist das ein bisschen zu kompakt, dann wird es wieder dicker. Und deswegen nehme ich die hier. So. Wir haben jetzt hier diese kleine Einkerbung drin. Und wenn der Kleber erstmal trocken ist, hängt der daran fest. Das heißt, es kann nicht mehr so ohne weiteres rausrutschen. Und das ist, was wir wollen. Außerdem wird es flacher zu modellieren in dem Moment. So, das legen wir zur Seite und machen das nächste. Ich werde euch unten mal alles, was ich hier benutze, verlinken, wenn ihr euch das selbst nachmachen möchtet. Und wie gesagt, man kann da alles reinsetzen, was man sich vorstellen kann, mit dem man gerne modelliert, was eine spannende Struktur gibt. So, wenn ihr jetzt zu viel habt, runter damit. Jetzt fängt es langsam an anzuziehen. Das ist, wenn man dabei quatscht, dauert es natürlich alles noch länger.
Aber noch kriegen wir hin, vielleicht 1, 2 kriegen wir noch hin. Habe ich zu viel angerührt, sehe ich jetzt. Aber nehmt euch trotzdem die Zeit, das auszurichten. So, ich war off-camera ein bisschen fleißig und habe verschiedene Varianten gemacht. Ich habe mir welche gemacht mit Gitarrensaiten drin, in verschiedenen Variationen. Die hier konnte man nicht mit der, also dafür passt die nicht. Deswegen ist das einfach nur mit einer normalen Zange hier zusammengekniffen. Und dadurch kommen diese beiden Riffe zustande. Dann habe ich hiervon einige gemacht. Ich habe hier oben an beiden Seiten nochmal ein bisschen Kleber reingemacht, nachdem sie getrocknet waren. Das habe ich bei beiden gemacht, weil sonst es ist immer schön, wenn man hier noch so einen kleinen Tropfen hat, der dem Ganzen noch ein bisschen mehr Stabilität gibt. So, was machen wir jetzt? Folgendes. Wir nehmen uns Schrumpfschläuche. Hier. Schrumpfschläuche. Wir nehmen uns Schrumpfschläuche und schieben die hier durch. Das sind relativ große. So, wir machen jetzt hier den Schrumpfschlauch nochmal bei den anderen rum. Das heißt, wir erhitzen sie. Wir nehmen uns dazu einfach so ein Röhrchen nehmen, dass wir mit den Fingern nicht so dicht dran müssen. Und so gehen wir mit allen durch. So, jetzt passiert Folgendes. Wir gehen hier nochmal mit dem Cutter rum und schneiden den Überschuss von der Schlauchfolie ab. Von der Schrumpffolie, nicht Schlauchfolie. Und dann ist das fertig. Dann sieht das so aus. Sieht man es so? Sieht man es. Ja. Genau, dann sieht das so aus und ich finde es ganz schick. Also ich mache die total gerne so. Ich finde es ein bisschen netter, wenn die schwarz sind, als wenn die hier diese goldfarbene haben. Aber das ist Geschmackssache, das muss jeder selbst wissen. Solltet ihr noch nicht abonniert haben und noch nicht geliked haben, dann macht das mal jetzt kurz. Und ich werde euch eine Materialliste für das Ganze unten reinsetzen. Das Wichtige ist eigentlich die Biegezange, die finde ich tatsächlich total super. Hatte ich früher nicht, möchte ich jetzt nicht mehr missen. Und ansonsten kriegt ihr alles, was ihr dafür braucht im Bauhaus. Ihr kriegt die Messingrohre, ihr kriegt die Ihr kriegt die Schrumpfschläuche und wie gesagt, Gitarrenseiten, sowas habe ich alles bei Amazon gekauft. Dann wünsche ich euch viel Spaß beim Nachbauen und vielen Dank fürs Zuschauen. Bis bald. Ciao.